Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Gestern kamen ein paar neue Update-News raus. Unter anderem wurde auch bekannt gegeben, dass der legendäre Dungeon starten wird. Und ja, wie ihr, wenn ihr mich länger verfolgt habt, bereits ja wisst, werde ich mich in diesen Dungeon komplett neu umequippen. Und das ist ja schon ein Datum, worauf ich quasi schon das ganze Jahr darauf hinfiebere, dass ich Stufe 700 erreiche. Das haben wir jetzt erreicht. Wir sind 2 Level drüber. Und jetzt heißt es nur noch rein in den Legendary Dungeon auf dem Main und dann eine neue Waffe raussuchen, die dann wahrscheinlich ja, im Durchschnittsschaden so circa 420, 30 so haben wird. Ja, ihr seht das jetzt hier anhand der normalen Waffe. Ne? Da haben wir hier einen Durchschnittsschaden von 423. Mein Marquardt hat auch noch eine alte Waffe hier, die jetzt auch schon deutlich besser ist mittlerweile. Und das wird noch besser. Und alle anderen Equipment-Sachen sind ja auch schon ewig lange outdated. Und deswegen, habe ich mir jetzt ein Datum rausgesucht. Und wenn wir da mal einmal raufschauen, dann sehen wir ja am Freitag, jetzt startet ja der neue Server EU 17. Dort wird es jetzt natürlich dann kein Legendary Dungeon geben. Der Legendary Dungeon erstreckt sich so wie letztes Jahr auch wieder über die Weihnachtsfeiertage und wird wahrscheinlich am 19. dann schon auf F9 starten und am 20. dann weltweit auf allen anderen Servern. Ja, und da hatte ich mir jetzt mal ein Datum rausgesucht, wo ich mal einen Tag frei habe. Tatsächlich habe ich diese komplette Woche nicht frei und diese komplette Woche auch nicht frei, also muss ich komplett über Weihnachten durchziehen. Der einzig freie Tag, und den ich wirklich Zeit habe, ist der 22. Ja, das heißt, wir werden am 22. am Sonntag einen dicken, fetten Livestream machen, wo ich mich auf mein Main neu equippe, eine PvP bzw. auch eine PvE-Waffe suchen werde, also 2 Waffen im Optimalfall. Ja, wir werden uns auf W50 auf meinem Ork neu umequippen. Ja, das ist, da will ich mich auch nochmal komplett neu umequippen und wir spielen auf den beiden Servern auch noch den LD. Also es wird ein sehr langer Stream werden, mit Fokus natürlich auf meinen Main. Das ist ja das, worauf ich mich schon so lange gefreut habe und ihr euch wahrscheinlich auch, diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Was macht das für einen Unterschied, wenn das Equipment 2,5, 3 Jahre jetzt schon mittlerweile alt ist, das jetzt an der Stufe neu zu equippen, neu auszurüsten, neue Steine, die auch schon Jahre alt sind, alles auf 20 zu ziehen, weil das Equipment bisher auch nur auf 15 ist hier überall, ja, und alles weitere dann auch noch zu upgraden, sodass wir wieder auf dem aktuellsten Niveau spielen und nicht mehr 2,5 bis 3 Jahre vom Equipment her zurückhängen, ja, und das wird natürlich ein großes Fest werden und da lade ich euch natürlich sehr gerne ein, also am 22. auf Twitch. Ich denke mal, ab 16 Uhr wird es losgehen. Wir werden auch natürlich ein paar Giveaways machen, ein paar Codes raushauen. Also es gibt auch noch Free Pilze. Das heißt, wer das nicht verpassen will, der guckt einfach sehr gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Channel und da werden wir dann einen fetten Legendary Dungeon XXL Livestream machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird für mich persönlich das Event des Jahres werden. Ja, seit 2 Jahren, seit 2, 3 Jahren, dieses Umequippen. Das ist was, worauf ich mich wirklich schon extrem lange freue. Und ich bin gespannt, was wir dort dann für einen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Ja, also das wird sehr krass werden. Genau, es kam ein Changelog raus gestern mit den neuesten Neuigkeiten. Hier wurde auch die neue Klasse angekündigt bzw. nochmal erläutert, was sie hier an Schaden nun explizit macht, auch Magier und was der Paladin gegen Magier macht. Der Krieger hat jetzt eine generelle Blockchance von 25% und ist jetzt nicht mehr abhängig vom Schild. Ja, das heißt, man muss nicht erst ein Schild finden, um eine Blockchance zu haben, sondern hat die jetzt auch schon vorher. Ne? Legendary Dungeon wird das Heer der Dinge Set sein mit neuen Waffen, Schilden, Handschuhen und so weiter und so fort. Genau, dann wurden noch ein paar allgemeine Anpassungen gemacht. Der Waffenslot für die
ja, für die Fernkampfgrafiken wurde wieder, beziehungsweise wird wieder hinzugefügt werden. Wir hatten ja neben der Waffe auch noch ein zweites Fenster immer gehabt, das wurde sich tatsächlich zurückgewünscht, wurde entfernt, weil es keinen weiteren Nutzen für das Game hatte. Die Community hat es sich gewünscht, trotzdem wieder zurückhaben zu wollen, und jetzt wird die Waffenanimation dann daneben auch wieder abgebildet werden in Zukunft. Ja, die Tränke haben wieder farbige Attribute, das heißt, ne, wenn man jetzt hier einen Int-Trank sich reinschallert, dann wird hier das Intelligenz auch grün hinterlegt und hier halt eben, ja, was ist das? Lila, ne? Und das ist natürlich farblich dann auch nochmal ganz cool, dass man da ein paar Unterscheidungen machen kann. Es wurde an der Aufgabenliste ein bisschen was gearbeitet, Event-Aufgabenliste. Es wird jetzt weniger Ehre aus Expedition für Aufgaben benötigt, was auch sehr cool ist. Teilweise, wenn man die 100er-Expedition gemacht hat, hat das nicht gereicht für die Aufgabe. Das ist jetzt ganz geil. Tägliche Aufgabenliste, neue Aufgabe bei der Sitzplätze in Arena Manager gekauft werden sollen, wird nun Angebot, wenn der Arena Manager noch nicht abgeschlossen wurde. Weiß ich nichts, da habe ich schon Ewigkeiten, Arena Manager habe ich schon ewig durch. Aufgabe für Glücksrad und die Arena-Kämpfe geben jetzt mehr Punkte beim Abschluss, auch sehr nützlich, braucht man nicht so viel generell tagsüber machen, sondern man hat mit weniger dann quasi mehr, beziehungsweise Glücksrad ist halt auch schon was viele Pilze kosten kann, wenn man keine Lucky Coins nutzt, und dann kann man natürlich auch mehr Punkte dafür verlangen. Die Aufgabe für Pet PvP ist nun immer verfügbar, auch wenn das Pet Feature bereits abgeschlossen wurde. Ja, das ist sehr, sehr geil, denn das wurde hier teilweise nicht auf der Liste, war das hier nicht mit vorhanden. Da hatte ich immer noch mal so gesagt, ey, guckt trotzdem noch mal bei euren Pets, auch wenn ihr die schon durch habt. Die ist nicht mehr in der täglichen Aufgabenliste drin, ist jetzt zurückgekommen, steht jetzt in Zukunft dann doch wieder mit dabei. Genau. Und dann noch ein paar kleine Verbesserungen hier und da auf jeden Fall. Was sehr cool ist, auch ein Quality of Life Upgrade. Bei dem Wertevergleichen in der Ehrenhalle, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich will mich jetzt mit Friedbert vergleichen, ja, dann machen wir hier einen Klick auf Interaktion, ja, dann auf Werte vergleichen, und das sind quasi sehr viele Klicks, bis man dann halt wirklich zu seinem Fenster kommt, wo man hin möchte, und das ist halt das hier, wo man halt eben die Werte vergleichen möchte. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie viele Klicks es jetzt insgesamt sind. 1, 2, 3, ja, da spart man sich jetzt 2 Klicks in Zukunft. Wenn man jetzt direkt auf Werte vergleichen geht, dann wird einem das hier selbst auch vorgeschlagen. Das ist quasi dann diese Verbesserung hier, ne, ist weniger ist mehr, weniger Klicks sind mehr auf jeden Fall, und dann wurden ein paar Fehler behoben hier. Dort könnt ihr natürlich euch auch sehr gerne mal durchklickern, beziehungsweise euch das durchlesen, wenn ihr möchtet. Und genau, aber hauptsächlich möchte ich eigentlich in diesem Video heute hier nochmal ankündigen, dass ihr da Bescheid wisst, rechtzeitig schon, dass es am 22. um 16 Uhr dann wirklich soweit ist. Das ist der Tag der Tage, wo wir uns wirklich neu umequippen werden auf Twitch, alles live festhalten dort. Es wird danach natürlich auch so ein Best-of-Video geben, beziehungsweise ein Vorher-Nachher-Vergleich werde ich da dann hier auf YouTube dann auch hochladen. Für die Leute, die das vielleicht nicht verpassen, oder für die das vielleicht verpassen sollten. Ne? Ansonsten der VOD bleibt ja auch weiterhin auf Twitch online, und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Freue ich mich extrem drauf, und ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir werden ein Vorher-Nachher-Bild dann festhalten von den Stats her, ne? Weil wir haben halt wirklich mehrere Komponenten, die halt wirklich schon alt sind. Wir haben, ne, das Equipment haben wir als sich einmal, ja, dann haben wir die Steine, die schon extrem alt sind, und ich habe bisher auf diesem Charakter noch kein einziges Mal meine Werte auf plus 20 überall durchgezogen, ja, habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe mich da künstlich ein bisschen zurückgehalten, so, selbst auf EU 50 habe ich hier schon lange alles auf 20, ja, aber ich wollte wirklich schon sehr, sehr lange darauf warten, dass ich mal meine Ressourcen nehme für neues Equipment dann, ne, und das dann halt dort alles investiere, obwohl ich hier schon längst die Ressourcen, die sind schon längst da, ja.
Ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach diesen Vorher-Nachher-Vergleich haben wollte, dass halt wirklich der Unterschied so groß wie möglich ist. Ne? Und vor allen Dingen gerade die Waffe wird halt eben ziemlich viel ausmachen. Ne? Nicht mal so von den Stats her. Die Stats her sind zwar auch gut und schön, ne? Aber ich denke mal, statpunkt-technisch werde ich, glaube ich, gar nicht mal allzu viel machen. Ja? Aber der Durchschnittsschaden der Waffe, das ist das, was mich interessiert. Und das ist auch das, was am schnellsten immer outdated wird. Guckt euch einfach mal, achtet mal nicht auf die Werte, ja, sondern achtet mal einfach auf den Durchschnittsschaden. Von 279 im Durchschnitt gehen wir mit einer normalen Waffe jetzt auf 306. Ja? Millionen im Durchschnitt. Und klar, ne, nicht auf die Intelligenz achten, das ist natürlich jetzt hier einfach nur eine Crap-Waffe so, ne, obwohl hier auch schon Intelligenz so drauf ist. Ne, aber ja, das wird auf jeden Fall dann ein Spektakel werden. Und genau, dann werde ich da dann schön vorher-nachher Screenshot machen. Ne, ich habe auch noch ein paar Früchte hier rumzuliegen, das wird auch noch alles mit reingeschmissen, an dem Tag dann alles gleich denn. Ne, und dann wird das sehr, sehr geil. Meine Hauptaufgabe wird auf jeden Fall werden, diese PvE und PvE-Waffe zu finden. Ich will wirklich eine Waffe haben, wo die Spanne wirklich, so ähnlich ist wie auf der Waffe hier. So, ich sag mal, ich glaube, ich kann so finden 6200 bis 300 rechts raus an Durchschnitt, an Maximalspanne rechts raus. Ja, das wäre dann eine PvE-Waffe, aber PvP würde ich sehr gerne so ungefähr so wie hier haben. 5000 rechts raus würde mir reichen. Ja, nur dass der linke Schadenswert dann wahrscheinlich deutlich höher sein wird, weil die Waffe natürlich dementsprechend besser ist dann natürlich. Ne? Aber so bis 5000 wäre so noch okay, dass man trotzdem ein bisschen Volatilität hat als Magier. Ne? Und eine Spanne eine 10er-Spanne will ich jetzt auch nicht haben, ist auch langweilig. Ein bisschen sollte schon immer noch ein bisschen random sein, aber so wie hier über 6000 finde ich einfach zu heftig. Ja? Hier so schön 5k rechts raus ist okay und dann halt einfach mehr Durchschnittsschaden im Allgemeinen. Ne? Gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall so viel investieren, bis ich das gefunden habe, was ich finden möchte. Deswegen kann das sich sehr hinziehen, deswegen kann das auch sehr teuer werden. Ja, und deswegen schauen wir einfach mal, was wird. Ja, Freunde, bis dahin alles Gute, ihr wisst Bescheid und hakt euch den Tag im Kalender an. Ja, bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.